Wie viel Stickstoff bringt die Zwischenfrucht Teil 3? In diesem Video schauen wir uns besonders die Bodenlebewesen an, die dafür verantwortlich sind. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Das ist das dritte Video aus der Reihe, wie viel Stickstoff bringt die Zwischenfrucht. Das Thema ist eben länger und größer und üppiger, deswegen haben wir 3 Videos gemacht. Im letzten Video haben wir uns angesehen, was verantwortlich für die Stickstoffnachlieferung im Frühjahr nach einer Zwischenfrucht ist. Da sind wir zu dem Schluss gekommen, natürlich erstens mal die Trockenmasse, die Masse an Zwischenfrüchten, an Pflanzenresten, die an der Oberfläche liegt, und zweitens das CN-Verhältnis des Materials. Ein ergänzender Punkt hier an dieser Stelle in diesem Video noch ist, wir haben uns hier immer angesehen, das Pflanzenmaterial an der Oberfläche. Warum haben wir nicht auf die Wurzeln einen besonderen Fokus genommen? Weil die Wurzeln oder die Verrottung der Wurzeln und damit die Freisetzung des Stickstoff aus diesem organischen Material der Wurzeln spielt im Folgejahr der Zwischenfrucht keine so große Rolle. Das hat mehrere Gründe. Erstens einmal, die Biomasse der Wurzeln ist üblicherweise etwas geringer wie die Biomasse an der Oberfläche. Das hat aber nicht die größte Auswirkung. Zweiter Grund ist, die Wurzeln haben üblicherweise auch ein längeres CN-Verhältnis, ein weiteres CN-Verhältnis. Das bedeutet nämlich auch, dass diese Verrottung langsamer passiert, aber auch das ist nicht entscheidend. Entscheidender ist vielmehr, dass die Wurzeln durch die Wurzelausscheidungen, die sie machen, ein relativ stabiles oder relativ dichte Krümelstruktur bauen um die Wurzel selbst und damit ein gewisser Schutz vor der Verrottung passiert. Das heißt, der Verrottungsprozess passiert etwas langsamer. Und der vierte Grund ist, je weiter man in den Boden hineinkommt, desto kühler wird es, desto weniger Sauerstoff ist im Boden und desto geringer ist also die Aktivität und damit die Aktivität der Mikroorganismen und damit der Verrottungsprozess. Dementsprechend ist der Verrottungsprozess an der Oberfläche, wo es schneller im Frühjahr warm wird, wo mehr Sauerstoff ist und so weiter, in den oberen Zentimetern relevanter und deshalb auch das Pflanzenmaterial an der Oberfläche, so wie das sagen, dass die durchwegs die Untersuchungen entscheidend für die Stickstoffnachlieferung in der Folgejahr. Natürlich im Gesamtstickstoffkreislauf spielen die Wurzeln auch eine große Rolle, aber im Folgejahr eine untergeordnete. So, in diesem Video schauen wir uns jetzt an, wovon die Mikroorganismen, die diesen Verrottungsprozess durchführen, die also letztlich dann das Material zerlegen und Stickstoff freisetzen oder nicht Stickstoff freisetzen, wovon die beeinflusst sind. Die Aktivität dieser Mikroorganismen, wovon ist die abhängig? Das ist erstens einmal von der Temperatur. Je kälter es ist, das heißt unter 5 Grad, unter 8 Grad, desto geringer bis gar keine Aktivität haben diese Mikroorganismen, diese Bakterien und diese Pilze. Je wärmer es wird, desto höher wird die Aktivität. Ab ganz hohen Temperaturen, dann geht die Kurve wieder nach unten. Das spielt aber bei einer Verrottung der Zwischenfrucht im Frühjahr oder im Frühsommer keine so große Rolle. Aber was wichtig zu verstehen ist, wenn du ein Pflanzenmaterial hast, das verrotten soll und der Boden 10 Grad hat und daneben das gleiche Material liegen hast, wo der Boden 20 Grad hat, dann verrottet das Material dort, wo der Boden 20 Grad hat, um ein 2- bis 3-faches schneller. Das heißt, die Aktivität steigt enorm mit der Erhöhung der Temperaturen. Natürlich ist die Bodentemperatur abhängig von der Witterung, aber wir können die auch im Management unserer Zwischenfrüchte stark beeinflussen. Mit der Auswahl der Zwischenfrüchte, ob das Pflanzenmaterial dunkler oder heller ist, sozusagen Wärme aufnimmt, ein vielleicht manchmal überschätzter Faktor, aber ein sehr großer Faktor, der eine entscheidende Rolle spielt, ist die Bodenbearbeitung. Mit einer Bodenbearbeitung kann ich den Boden schneller erwärmen, als wenn ich keine Bodenbearbeitung mache, zum Beispiel. Zweiter wichtiger Faktor, der die Aktivität der Mikroorganismen und damit den Verrottungsprozess und damit die Freisetzung des Stickstoffs beeinflusst, das ist die Feuchtigkeit. Die Mikroorganismen, die wollen es feucht haben, die wollen es nicht zu trocken haben und die wollen es aber auch nicht zu nass haben. Das heißt, dann, wenn der Boden perfekt feucht ist, aber nicht so nass ist, dass er mehr Wasser bekommen hat, als er eigentlich aufnehmen kann, genau dazwischen ist das Optimum für die mikrobielle Aktivität. Dort dann sind die Bakterien und Pilze, die diesen Rotteprozess durchführen, am aktivsten. Das heißt, wenn es trocken ist, oder wenn es extrem nass ist, dann wird die Aktivität nach unten gefahren. Insbesondere wenn es trocken ist, sieht man das ja. Wenn es über einen längeren Zeitraum trocken ist, dann fehlt ein Umsetzungsprozess
und die Aktivität, dann ist es nicht nur so, dass das Wasser fehlt, sondern es fehlt auch die Nachlieferung des Stickstoffs aus der organischen Substanz. Und wenn dann ein Regen kommt, dann ist es nicht nur so, dass das Wasser eine positive Auswirkung hat, sondern auch, dass mit diesem Regen die mikrobielle Aktivität wieder sehr stark ansteigt und Stickstoff freigesetzt wird und damit die Wurzeln den Boost bekommen. Das heißt, es ist nicht nur immer das Wasser, das nach einer längeren Trockenperiode diesen Boost macht, nein, ganz im Gegenteil, sondern es ist auch die Biologie, die Bodenlebewesen, die dann auch einen Boost bekommen. Und der dritte zentrale Faktor, der die Aktivität der Mikroorganismen bei der Verrottung von Zwischenfrüchten oder allgemein bei der Verrottung beeinflusst, das ist Sauerstoff. Das heißt, alle Bakterien, die Verrottung machen und alle Pilze, fast alle Pilze, benötigen Sauerstoff zum Leben. Das heißt, wenn ich genügend Sauerstoff habe, dann ist die Aktivität hoch. Wenn ich wenig Sauerstoff habe, wenn ich Verdichtungen habe, dann ist die natürlich geringer. Aber auch hier können wir das beeinflussen mit dem Management oder dem Umbruch der Zwischenfrucht, weil auch hier gilt, wenn ich eine Bodenbearbeitung durchführe, dann bringe ich natürlich kurzfristig eine große Menge an Sauerstoff in den Boden, der sonst durch den Gasaustausch nicht passieren würde, und beschleunige so den Rotteprozess. Das bedeutet, alle Einflüsse, alle Faktoren, die die Feuchtigkeit, die Temperatur und den Sauerstoff im Boden verändern oder beeinflussen genauso auch, wie viel Stickstoff aus der Zwischenfrucht frei wird, weil sie eben die Aktivität der verantwortlichen Organismen, der Mikroorganismen eben beeinflusst. Und aus dem Gesagten sollte dann auch klar sein, dass wir mit den Maßnahmen, die wir in die Zwischenfrucht setzen, beim Umbruch natürlich auch große Auswirkungen darauf haben, welche Konsequenzen das für die Mikroorganismen, für die Bodenlebewesen hat, ob wir eine Bodenbearbeitung durchführen, ob wir das Material schon zerkleinern sozusagen und damit Säfte austreten lassen, ob wir das Material zu Boden walzen oder nicht. All diese Maßnahmen eines Zwischenfruchtumbruchs oder einer Bodenbearbeitung beeinflussen auch die Aktivität der Mikroorganismen. So, wie viel Stickstoff bringt also eine Zwischenfrucht? Im letzten und dritten Video versuche ich es jetzt letztlich wirklich zu beantworten. Es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es so viele verschiedene Faktoren sind, die einen Einfluss haben. Aber wir müssen lernen zu verstehen, diese Faktoren und dieses System zu verstehen. Und dann können wir auch klug Entscheidungen treffen und klug das Ganze steuern und in die richtige Richtung steuern. Damit du aber jetzt ein Gefühl hast, worüber man da spricht, wenn man von Stickstoffnachlieferung aus der Zwischenfrucht redet, dann kann man sagen, bei Zwischenfrüchten, die ausgewogenen Mischungen, wo auch Leguminosen enthalten sind, in einem relativ hohen Verhältnis, da wird 10 bis 20 Kilogramm Stickstoff frei, wenn der Bestand nur 20 cm hoch ist, meinetwegen, also wenn es ein niedriger Bestand ist. Wenn der Bestand aber dicht ist, 1 Meter, 1,50 Meter hoch ist und auch entsprechend viele Leguminosen enthält, dann kann so eine Zwischenfrucht im Folgejahr, in der Folgekultur schon 100 oder sogar 150 Kilogramm Stickstoff nachliefern, nur um hier Zahlen zu nennen und ein Gefühl zu bekommen. Wir müssen aber lernen, diese Grundsätze, diese Prinzipien zu verstehen, dann können wir die Zwischenfrucht klug einsetzen. Und natürlich funktioniert es nicht immer so, wie wir es uns vorstellen, aber das ist ja auch beim Einsatz von vielen anderen Betriebsmitteln im konventionellen Ackerbau so, wo wir es gewohnt sind. Wenn wir ein Fungizid anwenden und dann der Pilzbefall gar nicht so stark ist, dann war das Fungizid vielleicht auch unnötig. Oder wenn wir Calcamonsalpeter als Qualitätsgabe im Weizen streuen, und es dann nicht regnet, dann haben wir auch von dieser Qualitätsgabe nichts und der Calcamonsalpeter wird zum falschen Zeitpunkt in Lösung gehen und eigentlich nicht den Sinn erfüllen. Und genauso kann es natürlich bei der Zwischenfrucht sein und beim Management der Zwischenfrucht sein, aber wir sollten versuchen zu verstehen, was passiert und zu versuchen, das klug zu steuern. Ich hoffe, du hast aus diesem Video und aus den letzten 3 oder aus diesen allen 3 Videos etwas mitnehmen können in Bezug auf Zwischenfrucht und Stickstoffhaushalt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.